Die Hochzeit, so sagt man zumindest, soll der schönste Tag im Leben sein. Im Jahr 2012 jedoch nicht für eine ganz bestimmte Frau, nämlich Estrella Carrera. Estrella Carrera heiratete am Freitag, dem 11. Mai 2012 im Alter von 26 Jahren in einer Zeremonie in einem amerikanischen Rathaus Arnaldo Jiménez. Anschließend gab es eine Feier mit der Familie sowie Freunden. Daraufhin ging es weiter in einen Nachtclub, welchen sie und die meisten Gäste, die noch mit waren, am 12. Mai gegen 4 Uhr morgens verließen. Doch das sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Estrella von ihren liebsten Menschen noch lebend gesehen wird. Es ist der Tag nach der Hochzeitsfeier. Carreras Familie war alarmiert, als sie ihre Kinder, einen 2-jährigen Sohn und eine 8-jährige Tochter, nicht wie geplant abholte. Die Familie bat die Strafverfolgungsbehörden am Sonntag, dem 13. Mai, einen Gesundheitscheck durchzuführen, bei dem Carreras Leiche entdeckt wurde. Sie wurde tot in der Badewanne ihres Hauses in Burbank, Illinois, aufgefunden. Sie trägt noch immer das Kleid, das sie bei ihrer Hochzeitsfeier getragen hatte. Die neue Braut wurde weniger als 24 Stunden nach ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Die Polizei bestätigte, dass es kein gewaltsames Eindringen in die Wohnung gegeben habe. Der Ehemann Arnaldo Jiménez war nirgends auffindbar, sowie sein viertüriger Maserati in Wert von 115.000 US-Dollar. Am Sonntag, dem 13. Mai, nachdem bereits Estrellas Leiche zuvor gefunden worden war, rief Jiménez seine Schwester an und berichtete dieser von einem Streit im schwarzen Maserati sowie dem Mord. Er erzählte, wie er mehrfach im Wagen auf Estrella eingestochen und diese daraufhin in die Wohnung gezerrt habe. Er habe sie anschließend blutend in der Badewanne zurückgelassen und legte unmittelbar nach dieser Beichte auf. Als Arnaldos Schwester direkt versuchte, diesen zurückzurufen, ging ihr Bruder nicht mehr ans Telefon. Freunde sowie Familie gaben in verschiedenen Verhören wieder, dass Arnaldo äußerst gewaltbereit, besitzergreifend und eifersüchtig gewesen sei. Des Weiteren solle er regelmäßig Estrella bereits vor der Hochzeit blaue Flecken sowie Schnitte zugefügt haben. Aufgrund von Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass Arnaldo Jiménez noch am Samstag, dem 12. Mai, sein Mobiltelefon in Chicago im Süden Illinois genutzt hat. Darauffolgend konnte es in Memphis, Tennessee und anschließend in Arkansas geortet werden. Am Sonntag, dem 13. Mai, tätigte er einen Anruf von Houston und später in Hidalgo in Mexiko. Den schwarzen Maserati besitzt er nicht mehr. Der Wagen wurde in der Garage von Arnaldos Bruder Huberto Jiménez im September 2012 gefunden, als dieser aufgrund von Drogenhandels verhaftet wurde. Im Wagen wurde Blut gefunden und bestätigte somit den Tatort, da das Blut zu Estrella Carrera gehörte. Humberto telefonierte am 13. Mai mit Arnaldo über 6 verschiedene Telefonaten. Humberto sagte, dass Arnaldo lediglich geäußert habe, in Schwierigkeiten zu sein. Jedoch gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass Humberto seinen mordenden Bruder Arnaldo in eine Stadt in Texas gefahren habe, welche nah an der mexikanischen Grenze sei, und ihn dort abgesetzt habe, weil die Eltern beider in Mexiko leben. Möglicherweise ist Jiménez nach Durango in Mexiko geflohen, genauer gesagt in die Gegend von Santiago Papasquiaro. Jiménez kann auch häufig in Reynosa, Tamaulipas, Mexiko auftreten. Arnaldo Jiménez wurde wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Gegen ihn wurde am Dienstag, dem 15. Mai, ein Haftbefehl erlassen. Die Vereinigten Staaten erließen jedoch einen bundesstaatlichen Haftbefehl seitens Bezirksgericht Northern District of Illinois
am Donnerstag, dem 17. Mai, nachdem Jiménez auf Bundesebene wegen illegaler Flucht angeklagt worden ist, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Special Agent Bernard betonte, dass mehrere Strafverfolgungsbehörden viel Zeit in die Untersuchung des Falles und die Suche nach Jiménez investiert hätten. Dieser habe eine kriminelle Vergangenheit und Geschichte der Gewalt. Daher wollen die Behörden ihn vor Gericht bringen. Jiménez wurde wegen seiner gewalttätigen Art, seiner angeblichen Beteiligung an der Ermordung seiner Frau und seiner Bemühungen, sich der Festnahme zu entziehen, in die Liste der 10 meistgesuchten Flüchtigen aufgenommen. Zunächst wurde im Jahr 2019 eine Belohnung in Höhe von $100.000 ausgesetzt. Mit Wirkung vom 25. Mai 2023 bietet das FBI mittlerweile eine Belohnung von bis zu $250.000 für Informationen, die zur Festnahme führen. Es wird jedoch ausdrücklich gewarnt, Jiménez sollte als gefährlich sowie bewaffnet angesehen werden. Kommen wir nun zu den Eckdaten des gesuchten Arnaldo Jiménez. Er ist am 19. Februar 1982 in Texas geboren. Er hat schwarze Haare sowie braune Augen. Er sei so ungefähr 183 cm groß, was 6 Feet entspricht, sowie 100 bis 112 Kilo schwer, was ungefähr 200 bis 225 Pounds entspricht. Er hat helle Haut sowie eine spanische Herkunft. Er besitzt die amerikanische Nationalität. In diesem Fall hinterlässt das typische Gelübde, bis der Tod uns scheidet, einen bitteren Beigeschmack. Ganz sicher ging die junge Estrella nicht davon aus, dass damit lediglich 12 Stunden gemeint wären. Falls ihr Hinweise über den Aufenthalt von Arnaldo Jiménez habt, könnt ihr Hinweise unter folgender Adresse abgeben: www.fbi.gov oder wendet euch an die nächstgelegene amerikanische Botschaft oder das nächstgelegene amerikanische Konsulat. Wie immer sind die Kontaktdaten auch in der Infobox verlinkt. Hinterlasst ein Like und teilt das Video mit euren Freunden und Verwandten, sodass Arnaldo Jiménez gefasst werden kann. Mit entsprechenden Hinweisen erlangt ihr die Belohnung in Höhe von $250.000. Falls ihr zu den Glücklichen gehört, schreibt mir dies bitte in die Kommentare, weil es mich interessieren würde. Abonniert meinen Kanal, um künftig keine weiteren Öffentlichkeitsfahndungen zu verpassen.